Wir sind auf dem Weg nach Wien in Österreich. Wie wir Wien erlebt haben, das möchte ich in diesem Video zeigen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir sind am Samstag, den 6. Mai von Vilshofen aus gestartet in Richtung österreichische Grenze. Wir haben heute etwa 300 Kilometer bis Wien. Wir nutzen in Österreich die Autobahn, dazu braucht man eine Go-Box. Wir sind über 3,5 Tonnen, alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen brauchen eine Go-Box. Wir nutzen die Box von Maut 1. Wer eine Go-Box braucht, der kann sich die im Internet bestellen und das alles schon zu Hause erledigen. Ist das Einfachste. Man kann natürlich hier auch an der Grenze noch eine Go-Box erwerben. Weiß nicht genau, wie schnell und wie gut das geht. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Wer noch keine Erfahrung hat mit einer Go-Box, der geht am besten auf die Seite von Asfinag. Dort gibt es jede Menge Informationen zur Go-Box. Maut kostet in Österreich der Kilometer für unser Fahrzeug ca. 22 Cent, also muss ich rundweg mit 50 Euro bis Wien rechnen. Wir haben die A2 jetzt verlassen, die Autobahn, und fahren auf die 1, das ist ja eine Schnellstraße, die in die Stadt reinführt. Dort brauchen wir nur ein kleines Stück fahren und dann eigentlich links abbiegen. Unser Navi führt uns aber weiter, weil es dort eine Unterführung gibt. Ich weiß nicht genau, wie hoch die ist. Deshalb fahren wir ein bisschen weiter in die Stadt rein und nutzen eine andere Unterführung. Der Campingplatz wäre ansonsten nur etwa 3 Kilometer von der Autobahn entfernt gewesen. Wir haben jetzt eine etwas längere Strecke, müssen so etwa 7 Kilometer fahren. Wir sind jetzt auf der Straße, an der der Campingplatz liegt. Das sind jetzt nur noch wenige 100 Meter, dann haben wir den Platz erreicht. Hier kommt er jetzt auf der rechten Seite. Der Campingplatz heißt Wien West. Das Tor ist geschlossen, Rita steigt aus und öffnet das Tor, damit wir den Platz befahren können. Das habe ich ja noch nicht erwähnt, aber wir nehmen an einer sogenannten geführten Reise teil. So ist hier für uns schon ein Platz reserviert. Wir brauchen uns also um nichts kümmern. Wir müssen jetzt nur mal schauen, wo wir jetzt hier stehen dürfen. Es ist Mittagszeit und die Rezeption war nicht besetzt. Aber für uns kein Problem. Wir haben ja eine organisierte Reise und wir treffen den Reiseleiter und der weist uns jetzt hier einen Platz zu. Das möchte ich gleich sagen, und zwar dieser Campingplatz wird im Juli geschlossen, weil er komplett saniert wird. Ein genauer Neueröffnungstermin ist noch nicht bekannt. Wir sind hier insgesamt mit 13 Wohnmobilen inklusive der Reiseleitung. Bei dieser organisierten Reise sind Platzgebühren, Eintrittspreise, verschiedene Essen, Bustransfer und so weiter alles in der Reisepauschale enthalten. Wer mehr dazu wissen möchte, der kann auf die Internetseite von Cougar Tours gehen. Dort findet er weitere Informationen dazu. Daher kenne ich die Platzgebühren für diesen Campingplatz auch nur aus dem Internet. Man muss mit ca. 35 Euro pro Tag rechnen, inklusive Strom. Die Stromanschlüsse sind hier mit 12 Ampere abgesichert, so kann man den Stromanschluss auch gut nutzen. Der Campingplatz ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, das sieht man überall, deshalb soll er auch wohl saniert werden. Aber die Toiletten und Duschen waren sauber, man konnte alles nutzen. Die Duschen waren im oberen Stockwerk, also für Personen mit Handicap etwas schwer zu erreichen. Ich habe nicht drauf geachtet, aber vielleicht gibt es ja auch nochmal extra Duschen für Personen mit Handicap. Die Sanitärräume waren beheizt, das ist sehr angenehm, gerade in den Morgenstunden, wenn es noch etwas kühl ist. An der Rezeption gibt es jeden Morgen frische Brötchen. Am frühen Nachmittag waren alle Teilnehmer unserer Reise eingetroffen und unsere Reiseleitung hat uns dann begrüßt. Unsere Reiseleitungen sind Irene und Willi, sie haben viele Erfahrung, sie sind schon jahrelang dabei. Wir erfahren jetzt einige Details zum heutigen Abend. Es gibt ein Begrüßungsessen. Das gesamte Programm der Reise haben wir schon im Vorfeld erhalten. Am Abend geht es dann gemeinsam zu Fuß zum Restaurant, das sind ca. 1 Kilometer. Dort werden wir dann gemeinsam essen und dann den Abend dort verbringen. Ich werde jetzt dazu nicht mehr viel berichten, sondern mehr zur Stadt Wien. Da geht es nämlich am nächsten Tag los. Wir werden am nächsten Morgen mit einem Bus vom Campingplatz abgeholt. Das ist natürlich für jemanden, der so eine Reise alleine organisiert, anders.
Der kann allerdings von hier aus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt fahren. Dazu gibt es Informationen auf der Internetseite vom Campingplatz oder natürlich auch in der Rezeption. Man kann auch mit dem Fahrrad in die Stadt fahren. Es sind aber einige Kilometer, die man dann zurücklegen muss. Es gibt Fahrradwege, allerdings in der Stadt, also im Zentrum. Dort ist es doch eher schlecht, weil dort sehr, sehr viele Menschen sind. Um das gleich zu sagen, ich kann nicht jede Sehenswürdigkeit hier in diesem Video zeigen und erklären. Ich kann ein paar Eindrücke vermitteln und vielleicht ein paar Tipps zu so einer Reise hier in Wien oder so einer Besichtigung von Wien geben. Viele haben ja einen Hund und deshalb der Hinweis, Hunde dürfen nicht überall mit hinein. Wir hatten für die gesamte Zeit eine Stadtführerin. Das hat natürlich nicht jeder, aber sowas kann man online buchen. Man kann auch Eintrittskarten online buchen, dann braucht man bei Sehenswürdigkeiten nicht anstehen. Wenn man im Zentrum der Stadt ist, hat man schon einiges an Sehenswürdigkeiten rund um den Stephansdom. Mit einer Höhe von 136 Meter ist der Stephansdom die höchste Kirche Österreichs. Wir waren auch im Dom, es ist schon beeindruckend, man muss selber mal da gewesen sein. Das kann man im Video gar nicht darstellen, wie es dort in Wirklichkeit ist. Wie sollte es anders sein? Souvenirstände gibt es ohne Ende. Ein 100-Wasserhaus gibt es auch. Dort gibt es 100-Wasser Village. Auch mal interessant da reinzuschauen. Da sieht man, was es alles gibt an Dinge, die man eigentlich nicht braucht. Ich sehe gerade die Preistafel hier. Die Preise sind unterschiedlich. Wir haben in einer Seitenstraße gegessen und getrunken. Da waren die Preise ganz normal. Aber wir waren auch einmal erschrocken. Da haben wir 2 Kaffee getrunken und ein Stück Kuchen dazu gegessen und haben dafür 21 € bezahlt. Wer jetzt nicht zu Fuß durch die Stadt gehen will, hat verschiedene Möglichkeiten. Es gibt hier so elektroangetriebene Fahrzeuge, die kann man mieten und damit kann man sich durch die Stadt fahren lassen. Natürlich auch mit einer Pferdekutsche oder man nutzt einen Sightseeing-Bus, um sich die Stadt anzuschauen. Wer es etwas ruhiger mag, der geht in eine Seitengasse. Auch dort gibt es Cafés und Restaurants und häufiger sind sie preiswerter als an den Hotspots. Wer teure Kleidung kaufen möchte, das ist hier natürlich auch möglich. Alle bekannten Marken findet man hier fast alle in einer Straße. Was ja auch weithin bekannt ist, ist das Café Landmann. Wir sind dort auch drin gewesen, haben dort Kaffee und Kuchen gehabt. Aber man kann dort auch essen. Man muss natürlich wissen, dass die Preise da auch etwas höher sind, zumindest so wie wir sie gewohnt sind. Viele Restaurants haben ja ihre Speisekarte in der heutigen Zeit veröffentlicht im Internet, sodass man sich vorher anschauen kann, wie hoch die Preise dort sind. Man kann sich ja auch ein Fahrrad mieten, dazu findet man Informationen im Internet. Und es gibt natürlich auch Fahrradwege hier in Wien, auch dazu findet man einen Plan im Internet. Allerdings darf man bei den Sehenswürdigkeiten häufig nicht mit dem Fahrrad fahren und muss schieben. Wovon ich nur abraten kann, ist mit dem Wohnmobil in die Stadt zu fahren. Es gibt kaum irgendwo Parkmöglichkeiten. Wenn es große Parkplätze gibt, sind die reserviert für Omnibusse. Wir haben uns auch die Wiener Staatsoper angesehen. Nicht nur von außen, sondern wir waren auch im Inneren. Das vielleicht als Hinweis, man kann auch hier die Tickets online buchen, wenn man das möchte. Uns wurden viele Details hier von der Wiener Oper gezeigt und erklärt. Wir haben so einen kleinen Einblick in den Bühnenbau bekommen und einiges wurde uns auch zur Technik erklärt. Man kann nicht alle Räume anschauen, aber einiges schon. Je nach Aufführung sind die Preise unterschiedlich. Die teuersten Plätze liegen bei 280 €. Preiswerte Plätze sind Stehplätze ab 18 €. Wer an einer Führung hier teilnehmen möchte, kann das online buchen, kostet 13 €, dauert etwa eine Stunde.
Proben zu einem Konzert der Wiener Philharmoniker konnten wir beobachten. Gemeinsam mit den Philharmonikern hat da Konstantin Wecker gesungen. Eine Woche lang waren wir in Wien oder in der Stadt Wien, haben sehr viel gesehen, kann ich hier nicht alles zeigen, was wir gesehen haben, waren im Wiener Wald, haben natürlich Schloss Schönbrunn gesehen, auch von innen, spanische Reitschule und. Am letzten Tag hatten wir dann leider Regen, aber das war zu verkraften, von 8 Tagen, 1 Tag Regen, damit muss man leben. Am Abend ging es dann nochmal gemeinsam zum Essen und am nächsten Tag haben sich dann unsere Wege getrennt. Es war individuelle Abreise, einige sind noch geblieben, andere sind wie wir weitergefahren. Wer jetzt nicht diesen Campingplatz nutzen möchte, es gibt auch einen großen Stellplatz mit 150 Parzellen, der hat auch alles, kostet allerdings auch 30 €. Liegt vielleicht nicht ganz so zentral wie dieser Campingplatz. Dass als An- und Abreisetag der Samstag gewählt wurde, ist auch nicht schlecht. Ich habe den Eindruck, dann ist in der Stadt nicht ganz so viel Verkehr und man kommt besser durch. Wir haben getankt in der Stadt. Der Dieselpreis beträgt da zwischen 1,45 und 1,55. Dann haben wir jetzt auf dem Rückweg die Unterführung hier genutzt. Sie hat eine Durchfahrthöhe von 3,40, also für uns mit 3,30 kein Problem. Wir haben uns entschieden, noch etwas in Österreich zu bleiben. Und zwar fahren wir jetzt in Richtung Graz. Unser Ziel ist der Wörthersee. Darüber werde ich demnächst berichten, wie wir weitergefahren sind und was wir erlebt haben. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.